Die meisten Menschen haben heute keine klare Antwort auf eine einfache Frage. Von wem stammt der Koran wirklich? Für fast 2 Milliarden Muslime ist die Antwort klar. Es ist das Wort Gottes, offenbart an Muhammad. Friede und Segen seien auf ihm. Doch der Großteil der Weltbevölkerung hält das nicht für wahr. Was logischerweise nur 2 Möglichkeiten lässt. Entweder hat Muhammad die Wahrheit über die Herkunft des Korans gesagt, oder eben nicht. Die Beantwortung dieser einen Frage klärt alle weiteren Erklärungen. Für Nichtmuslime ist der Koran etwas anderes. Keine Offenbarung, sondern eine Erklärung. Eine Kopie früherer Schriften. Ein kulturelles Produkt seiner Zeit. Oder das Ergebnis außergewöhnlicher menschlicher Fähigkeiten. Und wenn wir all diese Erklärungen auf den Tisch legen, bleibt eine Kernfrage. Gibt es eine einzige menschliche Theorie, die die Entstehung des Korans von Anfang bis Ende vollständig erklären kann? Denn der Koran ist nicht nur eine Sammlung von Prophetengeschichten, die sich teilweise mit früheren Offenbarungen überschneiden. Er enthält einen rechtlichen Rahmen, ein moralisches System, soziale Reformen und eine kohärente Sicht auf die Menschheit und die Welt. Und eine Textstruktur, die alles übertraf, was die arabische Sprache zu jener Zeit kannte. Und besonders für diese Untersuchung. Selbst viele ernstzunehmende nicht-muslimische Wissenschaftler erkennen, auch wenn sie ihn nicht als göttlich anerkennen, dass der Koran kein gewöhnlicher Text ist, sondern ein Buch, das einen tiefgreifenden und dauerhaften Einfluss auf Recht, Kultur, Philosophie und Sprache hatte. Hinter all diesen Erklärungen verbirgt sich also eine tiefere Frage, die selten laut gestellt wird. Wenn der Koran nicht von Gott stammt, woher kommt er dann? Und wie ist er entstanden? Nehmen wir rein hypothetisch an, der Koran sei keine göttliche Offenbarung. In diesem Fall ist es keine religiöse Debatte mehr. Es wird zu einem Fall für die Ermittlung. Wie konnte ein einzelner Mann unter den Umständen seines Lebens einen Text dieser Größenordnung verfassen? Wenn Muhammad den Koran selbst geschrieben hat, wie erlangte er das Wissen, die Struktur und die langfristige Kohärenz eines Textes, der über mehr als 20 Jahre entstand? Vor allem in einer Gesellschaft mit begrenzter Alphabetisierung und eingeschränktem Zugang zu Quellen? Wenn er von anderen kopierte, was genau kopierte er? Von wem, wo und unter welchen Bedingungen hatte er Zugang zu diesen Quellen? Wenn der Koran teilweise frühere Offenbarungen überschneidet, wie erklären wir die Teile, die sich signifikant unterscheiden? Und die keine Parallele in früheren Texten haben? Wenn all dies von persönlichem Ehrgeiz getrieben war, was waren seine wahren Motive? Was konnte er tatsächlich gewinnen? Und stimmt das mit dem überein, was er zu Lebzeiten tatsächlich erreicht hat? Sprechen wir von poetischem Talent? Von außergewöhnlicher Intelligenz? Von psychologischer Wahnvorstellung oder Obsession? Oder von kalkuliertem, langfristigem Betrug? Diese Fragen werden nicht selektiv behandelt. Jede Erklärung wird nach demselben Rahmen und Standard geprüft. Wenn eine Theorie den Ursprung des Korans erklären will, muss sie all diese Fragen zusammen beantworten können. In diesem Video wird künstliche Intelligenz, KI, als analytisches Werkzeug eingesetzt. Nicht um zu entscheiden, was wahr ist, sondern um zu prüfen, ob jede Erklärung konsistent ist. Die Kriterien und die vollständige Struktur dieser Analyse werden im Verlauf des Videos vorgestellt. Aber eines wird von Anfang bis Ende verfolgt. Nicht wie überzeugend eine Erklärung für sich allein erscheint, sondern was mit ihr geschieht, wenn sie neben den anderen gestellt wird. Manche Einschränkungen zeigen sich erst, wenn alle Erklärungen zusammen betrachtet werden. Wir beginnen also Schritt für Schritt mit der einfachsten und am häufigsten wiederholten Behauptung: dass Muhammad einfach ein begabter Dichter und Redner war. Als Muhammad begann, das zu rezitieren, was wir heute den Koran nennen, hatten die Menschen um ihn herum keine Kategorie namens globale Offenbarung. Sie kannten Dichter. Im vorislamischen Arabien war ein Dichter eine Mischung aus Influencer, öffentlicher Stimme und politischem Kommentator. Seine Verse konnten einen Stamm erheben oder demütigen. Die erste Etikette, die viele anbrachten, war daher einfach: das ist ein Dichter. Auf den ersten Blick scheint das vernünftig. Der Koran ist auf Arabisch. Er wird rezitiert.
Er hat einen Rhythmus, der leicht zu merken ist. Leute weinen, wenn sie ihn hören. Betrachtet man nur diese oberflächliche Ebene, scheint die Schlussfolgerung, er war ein Dichter, nicht abwegig. Doch sobald die KI-Analyse tiefer geht, taucht das erste ernsthafte Problem auf. Die klassische arabische Dichtung folgt strengen Metren und Schemata. Verse haben einen vorhersehbaren Rhythmus und Reim. Man kann oft den nächsten Schlag antizipieren. Der Koran hat einen Rhythmus, folgt aber nicht den etablierten poetischen Formen. Er wechselt die Satzlängen und springt abrupt von der Beschreibung zum Befehl, von der Erzählung zur direkten Ansprache. Das funktioniert nicht mehr als klassische Dichtung. Dichter bauen ihre Werke in der Regel um sich selbst, ihren Stamm und ihre Emotionen auf. Der Koran lenkt die Aufmerksamkeit ständig von Muhammad ab. Er sagt nicht, ich sage. Er sagt wiederholt, sprich. Das passt nicht zu einem Autor, der Bewunderung für seine eigene Stimme oder seinen Stil sucht. Dichter sprechen über Liebe, Krieg, Ehre, Sehnsucht und persönliche Weisheit. Der Koran führt etwas grundlegend anderes ein. Die Regeln für Erbschaft, Handel und Schulden, Familienrecht, die Fürsorge für Arme und Schwache und den inneren Dialog des Menschen. Angst, Schuld und Hoffnung. Das geht über literarischen Ausdruck hinaus und tritt in einen normativen und regulativen Rahmen ein. Wenn wir prüfen wollen, ob jemand nur ein Dichter war, ist der logische Schritt zu untersuchen, wie die Zeitgenossen, die die Sprache kannten, ihn wahrgenommen haben. Frühe Quellen berichten, dass die Menschen Schwierigkeiten hatten, den Koran einzuordnen, weder Dichtung noch eine bekannte Redeform. Manche nannten es Magie, nicht weil sie es verstanden, sondern weil sie nicht wussten, wohin sie es einordnen sollten. Ihn als Dichter zu bezeichnen, hatte eine klare Wirkung. Es reduzierte die Botschaft auf ein menschliches Niveau. Dennoch entsprach ihr Verhalten ihm gegenüber nicht der Art, wie Dichter im Allgemeinen behandelt wurden. Die KI merkt hier einen wichtigen Punkt an. Die poetische Etikette erklärt den Klang und den Eindruck, aber nicht, wie der Text als Ganzes funktioniert. Letztendlich erklärt die poetische Theorie, warum der Koran so kraftvoll klingt und rezitiert wird. Aber Dichtung übernimmt nicht die Verantwortung, Recht, Ethik und soziale Verpflichtungen zu regeln. Der Koran tut dies. Als Erklärung für den Ursprung erfasst die poetische Theorie die Natur des Textes nicht vollständig. Aber heute gibt es eine moderne Version derselben Idee. Nicht, dass er nur ein Dichter war, sondern dass er ein außergewöhnliches Genie war. Und das führt uns zum nächsten Test. Als die Bezeichnung Dichter nicht mehr ausreichte, entstand eine ernsthaftere Version. Nicht, dass Muhammad ein Künstler gewesen wäre, sondern dass er einen außergewöhnlichen Intellekt besaß. Dies ist vielleicht die ansprechendste moderne Theorie für Skeptiker. Sie beschuldigt ihn nicht der Lüge, sie vermeidet Spott und Verschwörungstheorien. Sie behauptet, dass der Koran beeindruckend ist, aber keine göttliche Quelle benötigt. Eine seltene Intelligenz, Charisma und sprachliche Intuition würden ausreichen. Auf den ersten Blick klingt das vernünftig. Wenn Muhammad außergewöhnlich intelligent war, könnte dies seinen Einfluss erklären und warum die Menschen ihm folgten. Die eigentliche Frage in dieser KI-Analyse ist nicht, ob es möglich ist, sondern ob es den gesamten Umfang des Textes erklärt. Von einem einzigen Mann stammt ein Text, der gleichzeitig Theologie, Recht, Ethik, Familienleben, Handel, Krieg und Frieden, persönliche Spiritualität und kollektive Psychologie behandelt. Das klingt nicht nach brillanter Spezialisierung in einem einzigen Bereich, sondern nach gleichzeitigem Engagement in vielen Bereichen. Manche könnten argumentieren, dass gerade dieser Umfang ihn außergewöhnlich macht. Das bleibt eine theoretische Möglichkeit. Aber die KI weist auf ein entscheidendes Problem hin: die Stabilität. Der Koran entsteht schrittweise, unter sehr unterschiedlichen Bedingungen. Doch sein grundlegender Ton und seine Botschaft bleiben über 20 Jahre lang stabil. Wir sehen weder frühe Unsicherheiten noch spätere Widerrufe grundlegender Behauptungen. Menschliche Autoren, selbst Genies, hinterlassen in der Regel Spuren der Entwicklung. Lernkurven, Einflüsse, Überarbeitungen. Im Vergleich zu denen bekannter historischer Genies sind diese Spuren meist sichtbar. Im Fall von Muhammad sind solche Spuren, den verfügbaren biografischen Quellen zufolge, nicht klar erkennbar.
Genie kann Beredsamkeit erklären. Es kann Charisma erklären. Es kann Einfluss erklären. Aber es erklärt nicht, warum sich der Text von Anfang an wie ein kohärentes und vollständiges System verhält. Und so wenden sich diejenigen, die den göttlichen Ursprung ablehnen, oft der nächsten Erklärung zu, dem bisher empfindlichsten Test. Wenn die Genialitätstheorie nicht ausreicht, um alles zu erklären, wenden sich viele Skeptiker einer subtileren Option zu. Vielleicht war Mohammed kein manipulierendes Genie. Vielleicht baute er kein bewusstes System auf, sondern war eher ein Mann, der aufrichtig glaubte, dass etwas Transzendentes geschah, während sich alles in seiner eigenen Psyche abspielte. Auf den ersten Blick klingt das überzeugend. Keine Lügen, keine Verschwörung, keine versteckte Agenda. Die KI-Analyse zeigt, dass diese Theorie einige psychologische Elemente erklärt. Sie berücksichtigt Überzeugung, Disziplin, ein bescheidenes Leben und warum Menschen jemandem folgen, der zutiefst an das glaubt, was er sagt. In der Psychologie ist ein aufrichtiger Glaube oft überzeugender als bewusste Täuschung. Aber diese Theorie hat eine klare Grenze. Wenn die Botschaft rein aus einem inneren psychologischen Zustand stammt, sollte dieser Zustand ein erkennbares Muster in der Botschaft selbst hinterlassen. Im Vergleich zu bekannten psychologischen Zuständen im Laufe der Geschichte findet die KI keine klaren Parallelen. Langfristige psychische Störungen oder Wahnvorstellungen führen nicht zu strukturell stabilen, normativ kohärenten Botschaften, die eine funktionierende Gemeinschaft über die Zeit aufrechterhalten können. Es gibt Variationen dieser Theorie. Historische Berichte über Besessenheit oder medizinische Hypothesen wie Epilepsie oder neurologische Zustände. Sie versuchen, die Erfahrung zu erklären, lassen aber dieselbe Frage unbeantwortet. Wie erzeugen solche Zustände ein kohärentes Gesetz, moralische Systeme und eine stabile Botschaft ohne inneren Kollaps? So erklärt die psychologische Theorie den Glauben und die Motivation, aber nicht den Ursprung der Botschaft selbst. Sie kann beschreiben, was die Person erlebt hat, aber nicht, wie die Botschaft als vollständiges System funktioniert. Und hier betritt die Analyse ein ganz anderes Feld. Wenn die Quelle nicht intern ist, ist die nächste logische Annahme, dass sie von außen kommt. Vielleicht hat Mohammed den Koran nicht erfunden. Vielleicht hat er ihn von anderen gelernt. Dies ist eine der ältesten und am häufigsten wiederholten Erklärungen. Ihre gängigste Form besagt, dass der Koran aus früheren religiösen Traditionen kopiert wurde. Die KI bestätigt thematische Parallelen zu früheren Propheten, Noah, Moses und Jesus. Aber die Analyse kann nicht bei den geteilten Erzählungen stehen bleiben. Sie muss Struktur, Betonung und Ausrichtung untersuchen. Die KI findet keine Muster direkter textueller Kopien im Koran. Stattdessen werden parallele Erzählungen systematisch neu gestaltet. Es gibt keine doppelten Passagen, keine Übersetzungsartefakte und keine gespiegelten Erzählrahmen. Charaktere werden anders dargestellt. Die moralische Betonung verschiebt sich. Die theologische Ausrichtung ändert sich. Wenn Material übernommen wurde, wurde es nicht kopiert, es wurde neu konstruiert. Dies birgt ein zusätzliches Problem. Es gibt keine klaren historischen Beweise für eine vollständige arabische Bibel, die zu dieser Zeit in Mekka oder Medina verfügbar war. Es gibt keine Aufzeichnungen darüber, dass Mohammed mit schriftlichen biblischen Texten gearbeitet oder die sprachliche Meisterschaft besessen hätte, die für eine eigenständige theologische Synthese erforderlich gewesen wäre. Dies führt zu einer kombinierten Version der Theorie, der Idee eines geheimen Lehrers. Dieser Vorwurf existierte sogar unter seinen Zeitgenossen, blieb aber vage. Kein Name, kein Ort, keine Zeit. Mohammeds Leben gehört zu den am besten dokumentierten seiner Zeit. Für einen Text, der sich über Jahre zu einem komplexen System entwickelte, hätte ein Lehrer kontinuierlich präsent und involviert sein müssen. Gelegentliche Treffen können eine nachhaltige Produktion nicht erklären. Insgesamt erfordert diese Theorie zunehmend unsichtbare Schritte, während sie zu wenige konkrete Spuren hinterlässt. Mithilfe der vergleichenden Analyse schätzt die KI, dass etwa 15% des Korans thematische Parallelen zu früheren Offenbarungen aufweisen, während nur 5 bis 7% die wesentliche narrative Substanz teilen.
Das bedeutet, dass der Großteil des Korans kein klares früheres Muster in den vorherigen Schriften hat. Selbst wenn man alle Annahmen zugunsten des Kopierens zugesteht, bleibt die Theorie unzureichend. Wie erklären wir die restlichen 85%? Gibt es eine menschliche Erklärung, die das Ganze berücksichtigt? Unter modernen Skeptikern gilt eine Theorie oft als die plausibelste. Nicht, dass Muhammad den Koran schrieb, sondern dass die Gemeinschaft es nach ihm tat. Nach dieser Ansicht entstand der Koran durch kollektive Bearbeitung, politische Entscheidungen und spätere Übereinkünfte, die alle rückwirkend einem einzigen Mann zugeschrieben wurden. Das klingt modern, organisiert, plausibel. Doch damit das funktioniert, muss die Gemeinschaft 3 Prüfungen bestehen. Erstens, das Motiv. Warum sollten mehrere, oft zerstrittene Fraktionen einen kolossalen Aufwand betreiben, um einen einheitlichen Text zu erstellen, der einer verstorbenen Figur zugeschrieben wird? Zweitens, der Mechanismus. Ein solches Projekt würde Manuskripte, Redakteure, institutionelle Autorität und die Macht zur Unterdrückung von Abweichungen erfordern. Drittens, und am schwierigsten, die Zeit. Historische Quellen, auch nicht muslimische, berichten, dass der Koran zu Lebzeiten Muhammads rezitiert und auswendig gelernt wurde und sich unter Tausenden von Menschen verbreitete. Wenn der Text später verändert wurde, wie konnten so viele Zeugen eine andere Version akzeptieren als die, die sie bereits kannten? Kollektive Projekte hinterlassen normalerweise Spuren, Streitigkeiten, Entwürfe, verworfene Versionen und Proteste. Hier fehlen solche Spuren weitgehend. Das macht die Theorie nicht unmöglich. Aber es erfordert komplexere Annahmen als das Problem, das es zu lösen versucht. Die KI-Analyse findet keinen kohärenten Mechanismus, der kollektive Autorschaft ohne ernsthafte Brüche erklären würde. An diesem Punkt wurden alle führenden menschlichen Erklärungen geprüft. Wenn keine die Herkunft ohne Widerspruch erklären kann, ist die Frage nicht länger theoretisch. Sie wird einfach und entscheidend. Hat Muhammad gelogen oder die Wahrheit gesagt? Hätte Muhammad wissentlich lügen können? Wenn der Koran nicht von Gott stammt, muss diese Möglichkeit in Betracht gezogen werden. Hier bewertet die KI nicht den Glauben, sondern Verhaltensmuster. Sie vergleicht bewusste Täuschung mit dem, was historische Quellen über Muhammad offenbaren. Langfristige Täuschung beinhaltet typischerweise ein klares Motiv, persönlichen Nutzen und eine Anpassung der Botschaft zur Risikominimierung. In den frühen Jahren der Botschaft steigt der Druck eher, als dass der Nutzen steigt. Spott, Boykott, Exil und anhaltende Konflikte. Unter solchen Bedingungen gehen Betrüger normalerweise Kompromisse ein. Hier ändert sich die Botschaft nicht. Quellen berichten von Angeboten an Reichtum, Status und Macht. Alle wurden abgelehnt. Dies schwächt die Annahme der Täuschung, da das Verhalten nicht der normalen Risiko-Nutzen-Logik folgt. Die KI untersucht auch den Ruf vor der Botschaft. Es gibt kein Muster gewohnheitsmäßiger Lügen. Selbst Gegner greifen auf Bezeichnungen wie Dichter oder Zauberer zurück, anstatt auf bekannten Betrug. Wenn die Macht später kommt, festigt Täuschung normalerweise Privilegien. Stattdessen endet der Einzug in Mekka mit Vergebung statt Rache. Nichts davon ist ein endgültiger Beweis. Aber zusammengenommen bilden diese Elemente ein Muster, das unvereinbar ist mit klassischer Täuschung zum persönlichen Vorteil. Dieser Test sagt nicht, er konnte nicht lügen. Er sagt, wenn es eine Lüge war, dann war es eine der seltsamsten und am wenigsten lukrativen Täuschungen der Geschichte. Hier endet die Analyse des Mannes. Jetzt kommt der neutralste Test von allen, den Menschen vom Text zu trennen. Bisher konzentrierte sich die Untersuchung auf menschliche Erklärungen. Jetzt ändert die KI die Perspektive und betrachtet den Koran selbst. Wäre es ein menschliches Produkt, würde man Spuren menschlicher Urheberschaft erwarten. Doch mehrere Merkmale weichen von typisch menschlichen Mustern ab. Der Stil des Korans unterscheidet sich deutlich von der überlieferten Rede, als käme er stets aus einem anderen Register.
Seine Botschaft bleibt 23 Jahre lang stabil, selbst unter unvorhersehbaren Umständen. Manchmal korrigiert der Text den Botschafter, ein ungewöhnliches Merkmal für eine selbst zugeschriebene Autorität. Und die Überlieferung? Ein fließendes menschliches Projekt würde größere Variationen zeigen. Stattdessen beschränken sich die Unterschiede auf Rezitationsdetails, während der Kerntext intakt bleibt. Dies ist kein Urteil. Aber es wirft eine präzise Frage auf. Wenn der Koran menschlich ist, durch welchen menschlichen Mechanismus entstand er, ohne klare Spuren zu hinterlassen? Und nun kommt der letzte Test, die Analyserichtung umzukehren. Jede Theorie erklärt nur einen Teil des Bildes. Keine erklärt das Ganze. Wo einzelne Erklärungen versagen, sucht die KI nach Mustern. Und da taucht etwas auf, das schwer zu ignorieren ist. Diese Theorien ergänzen sich nicht, sie widersprechen sich. Eine behauptet, Muhammad sei ein Genie gewesen. Eine andere bestreitet dies und spricht stattdessen von Verwirrung. Eine dritte meint, er habe von anderen abgeschrieben. Eine vierte erwidert, er habe nicht abgeschrieben, sondern sei belehrt worden. Eine fünfte lehnt jegliche Belehrung ab und behauptet, die Gemeinschaft habe nach ihm alles erfunden. Das ist keine kohärente Erzählung. Es ist eine Abfolge von Versuchen, die in sich zusammenfallen. Und das führt zu einer unerwarteten Schlussfolgerung, nicht über den Koran, sondern über die Theorien selbst. Im Laufe der Geschichte gab es einen hartnäckigen Versuch, den Koran auf jegliche menschliche Weise zu erklären, außer auf die, die er für sich selbst beansprucht. Das ist kein Beweis, das ist ein Muster. Die letzte Frage lautet also nicht mehr, was für ein Mensch war Muhammad? Die Frage wird einfacher und schwieriger. Wenn alle menschlichen Erklärungen auf unterschiedliche Weise scheitern, liegt es daran, dass der Ursprung des Korans komplex ist, oder weil er einfacher ist, als wir erwartet haben? Die KI wählt die Antwort nicht. Die KI misst nur. Sie haben die Motive, die Psychologie, die Geschichte, den Text und die Überlieferung gesehen. Und nun bleibt nur noch eine Frage. Hätte Muhammad dies erschaffen können, selbst wenn er es gewollt hätte? Oder ist die einzige Erklärung, die alle Lücken schließt, diejenige, die der Koran selbst beansprucht? Dass er nicht von einem Menschen stammt, sondern von Gott?